So we're on the fourth Advent. Heute ist der 4. Advent. And we've been looking forward to the coming of Christ. Und die ganze Zeit haben wir uns gefreut, dass der Christus kommt. And if I can I ask you a question tonight? Und ich würde euch gerne eine Frage stellen. What has been distracting you? Was hat euch abgelenkt? What has been causing you not to shine for Christ? Was hat euch daran gehindert, ein Licht für Christus zu sein? See, for Jesus came into this world Jesus kam nämlich in diese Welt, to shine the way for all mankind. um uns ein Licht zu sein, uns den Weg zu leuchten für alle Menschen. And we know he lived a perfect life, Und wir wissen, dass er ein vollkommenes Leben geführt hat. not allowing anything to prevent him from shining that light. Und er hat sich nicht daran hindern lassen, dieses Licht zu sein und zu leuchten. He showed you and I how we ought to live, Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen, so that those around us would have life and life evermore. sodass die Leute um uns herum das Leben haben und das Leben für immer. Will you take a trip with me? Kommt ihr mit mir mit auf eine Reise? We find Mary and Joseph. Wir sehen Maria und Josef. They have arrived in Bethlehem, Die sind gerade in Bethlehem angekommen. and they're there to register Sie müssen sich registrieren lassen, according to the decree from Caesar Augustus. nach dem Befehl von Augustus, dem Kaiser. Mary's pregnant. Maria ist schwanger. And we read in Luke chapter 2, verse 7, Und wir lesen in Lukas 2, Vers 7, and she brought forth her firstborn son, wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Lukas 2, Vers 7, sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelten ihn in Windeln und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Our attention then in Luke chapter 2 Unsere Aufmerksamkeit in Lukas 2, goes from this stable to the fields where the shepherds are. die wechselt jetzt von dem Stall rüber zu den Feldern, wo die Hirten sind. And there, heavenly hosts appear. Und da sehen wir die himmlischen Heerscharen, die erscheinen. They're proclaiming the great news of a Messiah being born that day in the town Bethlehem. Und sie proklamieren, dass der Messias geboren ist, da in Bethlehem. And these shepherds, they take off to this town. Diese Hirten, die legen los und gehen nach Bethlehem. And they find Jesus lying in a manger. Und dort finden sie Jesus in der Krippe. They didn't just keep that to themselves. Sie behielten das, was sie erlebt haben, nicht für sich. As they left, they began to tell everyone they came in contact with of this Messiah. Als sie wieder zurückkehrten, erzählten sie jedem von diesem Messias. They allowed their light to shine, Sie ließen es zu, dass ihr Licht leuchtete. even though people would look down upon them and just outcast as they were shepherds. Auch als Leute auf sie herabblickten, weil sie nur Hirten waren, haben sie das trotzdem ihr Licht leuchten lassen. It wasn't about them. Es ging nicht um sie als Hirten, It was about Jesus who was born that day in Bethlehem. es ging um das Kind Jesus, geboren dann und da in Bethlehem. Mary and Joseph were always obedient to what God told them to do. Maria und Josef waren immer gehorsam, wenn Gott ihnen etwas auftrug. In Luke chapter 2, In Lukas 2, and we can pick it up in verse 25, in Vers 25 and go ahead and read in German till 33, please. bis Vers 33, auf Deutsch gleich. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte.
Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Mary and Joseph being obedient to the law. Maria und Josef waren gehorsam gegenüber dem Gesetz. Here is Jesus 8 days after the birth, and they're bringing him to the temple to be dedicated. Hier ist Jesus, der ist 8 Tage alt und jetzt wird er in den Tempel gebracht, um dort geweiht zu werden. And we have this gentleman, Simeon, Und wir haben diesen älteren Herrn Simeon and he was brought to the temple by the Holy Spirit. und der Heilige Geist führte diesen Simeon in den Tempel an dem Tag. And he says to God, I can die in peace now, for I've seen your salvation. Und Simeon sagt zum Herrn, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe deine Erlösung gesehen. He's going to bring a light to the Gentiles. Denn dieses Kind wird ein Licht sein für die Heiden. And the glory of the people Israel. Und es wird die Herrlichkeit des Volkes Israel sein. Jesus at his birth, Jesus zu seiner Geburt the light of the world. war das Licht der Welt. A baby Nur ein Säugling lying in a manger in der Krippe. stirred the hearts of the shepherds Aber die Herzen der Hirten wurden angerührt, to be missionaries to those around them. Missionare zu sein in ihr Umfeld. Church history would tell us that Simeon was a very high priest within the temples. In der Kirchengeschichte heißt es, dass Simeon ein ziemlich hochrangiger Priester war im Tempel. Someone who people would really look up to and listen to his words. Und viele Leute sahen auf ihn zu ihm herauf und hörten auf ihn. And here he is in the temple dedicating Jesus, saying, he is a light to the Gentiles. Und genau jener Simeon, der steht jetzt mit dem Kind in den Armen und sagt, das ist das Kind, das wird das Licht für die Heiden sein. And the glory of his people Israel. Und die Herrlichkeit des Volkes Israel. Mary and Joseph take this and hide it in their hearts. Maria und Josef, die behalten das in ihrem Herzen. Luke will go on to tell us in chapter 2 Lukas, weiter im gleichen Kapitel, that Mary and Joseph, they moved to Nazareth, Lukas erzählt uns, dass Maria und Josef dann nach Nazareth ziehen where Jesus grows up. und dort wächst Jesus zu einem Jungen heran. Luke will describe to us how the grace of God was upon him. Und Lukas sagt, dass Gottes Segen auf dieses Kind lag. And if you've read the chapter, you know that Jesus leaves Mary and Joseph and stays in the temple. Und wenn man weiterliest, dann lesen wir über Jesus, der dann als älteres Kind im Tempel ist. So his mom and dad, Mary and Joseph, go back to Nazareth, and Jesus kind of sneaks away and hides in the temple. Die haben also Jerusalem besucht und Maria und Josef ziehen wieder zurück nach Nazareth und Jesus schleicht sich langsam heimlich weg und bleibt im Tempel. They finally realize it, make their way back to the temple and find him talking to the priests. Und als die Eltern diesen Irrtum bemerkten, gehen sie wieder zurück nach Jerusalem, suchen Jesus und finden Jesus, wie er mit den Priestern spricht. And they were astonished at his words because he spoke with such wisdom and understanding. Und genau diese Priester waren sehr verwundert über die Worte dieses Kindes, dieses 12-jährigen Jungen, denn er sprach mit so viel Weisheit. May I say, Jesus in his childhood, the light of the world. Jesus in seiner Kindheit, in seiner Jugend, das Licht der Welt.
Jesus continues to grow up. Jesus wächst weiter heran. We see in the Gospel of Luke continuing as we follow the story, him as an adult. Und in Lukas lesen wir weiter, wie er dann erwachsener wird. And he's teaching the multitudes and he's healing them. Und Jesus predigt zu den Massen und heilt sie. He's gathered 12 men around him and he's discipling them. Jesus hat 12 Männer um sich herum geschart und er lehrt sie und bringt ihnen Sachen bei. And Jesus, in the Gospel of John, chapter 8, verse 12, Jesus in Johannes 8, Vers 12, it says this, and I'll give Matthew time to get there. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus wieder. Ein anderes Mal sagt Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus describing to us that he is that light. Jesus spricht jetzt über sich selber und sagt, er ist dieses Licht. He does not want any one of us to live in darkness. Jesus will nicht, dass auch nur einer von uns in der Dunkelheit lebt. And if we are to follow him, that we are to have the light of life. Und wenn wir ihm folgen, dann möchte er, dass wir das Licht des Lebens haben. And he's living a life in such a way that that light is constantly shining. Und Jesus selber lebt in so einer Art und Weise, dass das Licht dauernd scheint. In John chapter 9, verse 5, Johannes 9, Vers 5, Jesus says, as long as I am in this world, I am the light of the world. solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Jesus, as an adult, was the light of the world. Jesus als Erwachsener, das Licht der Welt. Jesus, even in his death, was a light. Sogar in seinem Tod war Jesus Licht. For it is through his death and resurrection that you and I have eternal life. Denn durch seinen Tod haben du und ich ewiges Leben. And Jesus has called you and I to continue to shine that light. Und Jesus hat uns dazu berufen, dass du und ich dieses Licht sind. He has not left this world in darkness. Er hat diese Welt nicht verlassen, im Dunkeln verlassen. For he has commissioned his disciples then, Er hat nämlich seine Jünger beauftragt and us tonight, und heute Abend auch uns, to continue shining that light. dass wir dieses Licht weitertragen in die Welt. I'm going to ask Matthew to read Matthew chapter 5, verses 14 through 16. Ich lese vor auf Deutsch Matthäus 5, 14 through 16. 14 bis 16. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. You are the light of the world. Du bist das Licht der Welt. It says there in Matthew, right? So steht's in Matthäus. Doesn't say, I hope you are, Da steht nicht, ich hoffe, dass du das Licht der Welt bist. or maybe every once in a while. Vielleicht ab und zu mal. But isn't that how we live? Ist das aber nicht so, wie wir eigentlich leben? It's not a question or not whether we're shining for Jesus or not. Die Frage ist nicht, ob wir für Jesus leuchten oder nicht. There's been a light shining on me this whole time. Ich werde die ganze Zeit beleuchtet von so einem hellen Licht gerade. We turn it on and it's on. Und wir schalten es an und es ist an. The only way to make that light stop is to shut it off.
Die einzige Art und Weise, es dunkel zu machen, ist, das Licht auszumachen. And I asked at the beginning of the message, Und ich habe gefragt zu Anfang dieser Predigt, what have we allowed to distract us? was hat uns abgelenkt? If we tonight have Jesus in our heart, Wenn wir heute Abend Jesus in unserem Herzen haben, then he has called us and said, you are the light. dann hat er uns dazu berufen, das Licht zu sein. A city on a hill, it can't be hidden. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht versteckt werden. Right? If you look at a satellite picture of the world at night, Guck dir ein Satellitenfoto an von der Welt bei Nacht, and you'll see all the lights shining. dann seht ihr die ganzen Lichter leuchten, It can't be hidden. kann man nicht verstecken. But you and I have found ways to hide that light. Du und ich, wir haben aber oft Wege gefunden, dieses Licht zu verbergen. I don't know how dark we can get the house, but if we can try, can you just dim the lights a little? Können die Techniker mal das Licht, wenn es geht, ein bisschen dunkel machen? Can you at least get the lights on the sides gone? Das, That was works. geht. Okay. I can't get it completely dark, but it can get dark, right? Also ganz dunkel kriegen wir es nicht hin, aber es ist schon besser. In this room, if I was the only person shining, Wenn ich jetzt der Einzige wäre in diesem Zimmer, So- in diesem Raum, der leuchten würde, my light has been on. dieses Licht ist angewiesen. It's been on for probably the last minute or so. Es war jetzt die letzte Minute oder so an. But you guys couldn't see it Also die Taschenlampenfunktion hier auf dem Handy. Ihr konntet es nicht sehen. because I was hiding it. Ich habe es verborgen. And that's what I do sometimes, Das tue ich manchmal. right? We hide our light. Ich verdecke mein Licht. Maybe I'm afraid what somebody might think of me. Vielleicht habe ich Angst und fürchte mich vor dem, was andere denken. Or as a police officer, it's not politically correct. Oder jetzt als Polizeibeamter ist es nicht politisch korrekt. Or whatever your job is. Oder was auch immer dein Job ist. But God has called me to be that light, Gott hat aber mich berufen, dieses Licht zu sein. right? To shine that light in the darkness. Zu leuchten in der Dunkelheit. I know everyone has phones, right? Ich weiß, jeder von euch hat ein Smartphone. If you would just, before you pull it out and turn your flashlight on, before you do so, before you pull your phone out. Do you want them to do it now? Yeah, Okay. pull your phone out. Nehmt mal euer Smartphone in die Hand. Noch nicht anmachen. Thank you. Just look around you and see how dark it is. And this is what God, you can turn the lights back on. Jetzt könnt ihr wieder ausmachen. This is what God has called us to do. Das ist genau das, dazu hat uns Gott berufen. He has said, you are the light of the world. Er hat gesagt, du bist das Licht der Welt. And may I encourage us tonight, Darf ich euch ermutigen? no matter where you are in life, Es macht nichts, wo du gerade stehst in deinem Leben. are you a child? Bist du ein Kind? Are you a young adult? Bist du ein Jugendlicher? Are you an adult? Bist du ein Erwachsener? God has called us all to be lights in this world. Gott hat uns alle dazu berufen, dieses Licht zu sein. And He has been our example every step of the way. Und er war doch selber ein Vorbild in jedem Schritt, den er tat. As a baby in a manger, Als Säugling in der Krippe, He pointed people to the truth. schon da wies er den Leuten den Weg zur Wahrheit. As a young child, He would bring wise men to their knees. Als Säugling schon fielen weise Männer, die 3 Weisen, auf ihre Knie. He would bring the priest in the temples to scratch their heads and wonder at His knowledge. Und er brachte die Priester im Tempel dazu, sich die Köpfe zu kratzen und zu überlegen, warum ist er so schlau. As an adult, He came sharing, I have come to seek and save the lost. Und als Erwachsener
da vermittelt er die Botschaft, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Family, Liebe Familie, tonight God is calling each and every one of us heute Abend ruft Gott jeden Einzelnen von uns, to stop shutting that light off. ruft uns auf, dass wir endlich aufhören, dieses Licht zu verbergen und zu verdecken, But to let it shine in the darkness. sondern dass wir im Gegenteil es leuchten lassen im Dunkeln. He's called each and every one of us Er hat jeden Einzelnen von uns berufen, to take that love, diese Liebe zu nehmen that forgiveness, und die Vergebung the grace and the mercy that we have, und die Gnade und die Barmherzigkeit, die uns gegeben wurde, and to give it to those around us. und dass wir sie weitergeben in unser Umfeld hinein. So would I encourage you tonight, Und ich möchte euch deswegen ermutigen heute Abend, you are the light of the world. ihr seid das Licht der Welt. And without you shining, they will not hear that news. Und wenn ihr nicht leuchtet, dann wird euer Umfeld diese frohe Botschaft nicht hören. Would you pray with me? Lasst uns beten.